Here's the best way to create a curved line. We're going to use our trimmer inverted to punch a line in, and I'm going to stretch the skin up higher like this. Servus, liebe Leute! In letzter Zeit werde ich immer wieder mal gefragt, ob ich nicht ein Tutorial-Video machen könnte, wie man sich den Bart richtig in Form bringt. Und ich habe zwar schon ein paar Videos dieser Art auf YouTube, aber zum Thema Line-Up, also die richtige Bartlinie setzen am Hals und bei den Wangen, dazu habe ich noch kein Video gemacht und ich bin auch, glaube ich, nicht der richtige Kandidat oder beziehungsweise nicht der geeignetste Kandidat darüber Videos zu machen, denn ja, ich habe Probleme mit meiner oberen Wangenpartie, ich habe da Schwachstellen und da habe ich selber auch noch viel zu lernen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich schaue mir heute mit euch den Profi an, was ein Line-Up betrifft und wir können alle jetzt zusammen etwas lernen. Ja, das Thema bleibt aktuell, denn Bärte müssen ja immer wieder in Form gebracht werden. Gerade in Zeiten, in denen wir jetzt oft dann vielleicht keinen Zugang zu einem Barbier haben, sollte man ja wissen, wie man selbst Hand anlegt. Ich habe erst ein Video von ihm geschaut und da hat er sich seinen jahrelang gezüchteten Bart komplett abrasiert. Das war auch ein sehr spannendes Video und ich glaube, er nimmt in dem Video auch Bezug dazu, denn ja, das, was er jetzt da im Gesicht hat, das hat er sich eben von dieser Glattrasur wieder wachsen lassen. Also er hat sich alles wachsen lassen, er hat eben noch nichts gemacht, keine Konturen rein. Ich würde sagen, ich rede nicht mehr weiter um den heißen Brei und wir starten das Video. About a month ago, I shaved off a beard that I've had for almost 10 years. Das Video habe ich sogar gesehen. If you haven't seen that video, go check it out. So you'll probably notice a few changes from the last video because after you cut off a great big beard, your face shape changes substantially. What we're going to do now is we're going to grow our beard back, and I've been doing this just without touching it at all. I haven't shaved, I haven't shaped, I haven't done anything. I've just let it grow for 4 weeks. Now, normally I wouldn't recommend people doing that. Sometime around the 2-week mark is probably when you want to start creating a little bit of a shape. Also er sagt, er hat sich jetzt 4 Wochen wachsen lassen. Für 4 Wochen ist das wirklich eigentlich ein ganz lässiger Bart. Wir sehen, dass er nach oben hin so ein bisschen Licht wird an der Wange. Und das liegt eben unter anderem daran, wirkt das jetzt so, weil er eben noch keine Bartlinie reingemacht hat. Und das ist auch oft, wo sich viele dann irre leiten lassen oder irre führen lassen und meinen, sie haben nicht genug Bartwuchs, um einen Vollbart zu tragen, weil wenn sie sich das erste Mal wachsen lassen für ein paar Wochen und der eben nicht super dicht aussieht, dann ja, bekommen eben viele den falschen Eindruck und man müsste ihn eigentlich nur länger wachsen lassen und dann eben ein bisschen Form reinbringen und dann würde das schon ganz anders wirken. For this, what we're going to need is a trimmer. Now remember, a trimmer is about creating edges, so it's very fine teeth and gets all the way down to the skin. An electric shaver or a razor blade of your choice. I like electric shavers because I don't get so many ingrowns on my neck. You're also going to want to have some sort of a soft brush and a finishing balm. In one of my previous videos, I was showing you guys how to trim up a long beard. Now, a lot of the concepts are going to be very similar, but with a long beard, we started by trimming down the interior. At this length, I don't want to remove anything. So we're going to skip to step 2, which is the outline. Die macht eben so viel aus. The outline is just 3 lines. It's the top line, the base line, and the lip line. So let's start with the baseline, because it's going to have the highest amount of impact. The baseline of the beard is the line at the bottom that kind of echoes the shape of your jaw. One of the things that happens when we first start growing our beards is that this area keeps growing and gets really, really thick. And if you notice, when I drop my jaw down... So ein schöner Halsbart ist eben auch sehr wichtig für einen langen Vollbart, weil er liefert dann eben die Substanz, die dann eben den Bart auch wirklich definiert. Für einen kurzen Bart, da braucht man diesen Halsbart nicht. Here, you can still see all of the hair in behind. Seeing the hair in behind is kind of a problem because it softens the look of your jaw, and we want that jaw to look strong. So what we're going to do is we're going to bring this line up, and we're going to make it really nice and clean so that when you put your neckline down, it amplifies the shape of the jaw and gives it a stronger lineation. Deswegen sagt man ja auch, dass der Bart die Schminke des Mannes ist, weil man eben so seine Kinnlinie damit definieren kann. Und das bedarf eben die richtige Bartform, die ihm das auch unterstützt. Aber dann kann man eben, ja, in meinem Fall, ich habe zum Beispiel sehr kleines Kinn und mit dem Bart, das sieht eben ganz anders aus. Gefällt mir persönlich viel besser. We're going to start from the corner of the jaw and we're going to make a straight line down to the top of the Adam's apple. Just like this. Okay. Ja, schau, bei mir wächst der Bart zum Beispiel gar nicht viel weiter runter. Ich habe schon perfekte Bartlinie hier für einen kurzen Bart,
Für eben den ganz langen Bart fehlt mir deswegen eben auch hier die Unterstützung. Ich bräuchte jetzt schon mehr Halsbart für die Bartlänge, die ich jetzt habe, damit der noch voller wirkt. Und gerade hier an meinem Kinn, da fällt es leider sofort auseinander, die Form, weil da eben keine Unterstützung drunter ist. Aber ja, das macht es mir zum einen leichter, weil ich nicht so oft hier sauber machen muss, aber andererseits eben für längeren Bart wäre es viel besser, wenn es hier in den Hals auch runterwachsen würde. To make sure that we don't just scrape this off using our trimmer, I'm going to turn it to the softer position here, and I'm going to work upwards into the line we created to remove all that nasty neck fluff. And I'm just going to take my soft brush, and I'm going to remove any shrapnel, making sure I get everything that's attached. And right back here. Man merkt sofort, er weiß, was er macht. Wahrscheinlich ist er selber Barber. All right. Now you can already see a difference from side to side. Now, let's get the other side and make sure we get that nice and easy. Manchen Männern steht ja dieser Neckbart, finde ich. Also er ist so an der Grenze. Ich finde, bei ihm sieht es jetzt auch nicht so schlecht aus, aber bei manchen, denen steht das wirklich, wenn der Bart hier den Hals runterwächst. Wenn sie da auch noch eine Linie geben, dann funktioniert das voll gut bei denen. Das sind wahrscheinlich Leute, die eben schon ein sehr definiertes Kinn haben. So I'm going to tilt my chin back, go from the corner of my jaw. Now you'll notice on that side, I started a little lower and work my way higher. And the reason why I do that is because I want to make sure it's balanced on both sides. So on the second side, I usually start a little lower, I check to make sure it's balanced, and then I move it up as I need to. Ein guter Tipp, um Fehler zu vermeiden, dass man eben bei der einen Seite, die man dann an die andere anpassen möchte, wirklich vorsichtiger vorgeht, ein bisschen mehr Spielraum lässt und dann sich eben ganz vorsichtig hinarbeitet, weil zu viel ist schnell weggenommen und dann passt man die andere Seite wieder an und so geht es dann dahin, bis man eben keinen Bart mehr hat. Das passiert leider so vielen Leuten, höre ich auch immer wieder in der Bartwuchs.info Facebook-Gruppe solche Erfahrungen. Mir selber ist es noch nicht passiert, doch einmal bei der Wangenlinie, wo ich das erste Mal die Wangenlinie gemacht habe, da ist die auch sehr tief geworden. Und da hätte ich es auch fast versaut. Aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, so, das ist jetzt schon knapp an der Grenze, dass es eben, ja, dass da was falsch gelaufen ist, dann höre ich einfach auf. Einfach aufhören. Das ist zwar schwierig in dem Moment dann zu sagen, okay, ich lasse es jetzt einfach so, aber dann hat man am wenigsten Schaden angerichtet, das wächst sehr schnell wieder rein und dann kann man das erneut machen und erneut anpassen und da ist am wenigsten passiert. Now the easiest way to make sure the line is straight and clean Sieht schon is viel just besser tilt your aus. neck back and have a look. See if there's anything sticking out or any little bump. Now that line should descend slightly, so it's going to start up high and drop to a little bit lower, just like your jaw does. What our goal for this line is, as we grow our beard out, is to be able to bring this lower and lower and lower. The next line we need to work on is our top line. A lot of guys don't pay attention to this. But the top line is how we're going to edge out where the beard interacts with the face. Also bei ihm wird das jetzt einen großen Unterschied machen, wenn er sich eben dann diese Topline, wie er sie nennt, diese Wangenlinie, wenn er die sich ordentlich macht und formt. Dieser Verlauf, der lässt es eben so aussehen, als hätte er da einen undichten Backenbart. Aber wenn er die Linie reinmacht, dann sieht das gleich viel, viel besser aus, werdet ihr sehen. You have two options for this line. You can either make something that is really straight and linear, or you can make something that is slightly curved. And that really depends on your face shape. When you have a narrow face shape, you want to work with something that is a little bit more of a curved line. If you have a fuller face shape, you want to try and keep that square because it gives a slightly leaner appearance. I think I'm going to go with a curved line. Here's the best way to create a curved line. We're going to use our trimmer inverted to punch a line in, and I'm going to stretch the skin up higher like this. By stretching that skin and putting a straight line in, when I relax that skin, it's going to have a slight bend to it. Also wir sehen, er nimmt das hier genau bei diesem Oberkieferknochen und zieht es so nach oben. Sollte ich selber vielleicht einmal ausprobieren, das habe ich noch nie gemacht. Und dann vielleicht mit dem One Blade so die Linie ziehen. Ich persönlich habe immer Probleme mit einer Linie bei mir, weil da oben wirklich wenige Barthaare sind. Ich habe sie jetzt schon niedriger gesetzt, als ich sie normal habe, weil ich eben auch hier Derma rollen möchte und da sind lange Barthaare nicht von Vorteil. Aber das finde ich ist ein sehr geiler Tipp, habe ich selber noch nie probiert. Wie schon am Anfang gesagt, ich lerne heute auch was dabei. So you can see once we release that, it has a slightly soft bend and that beard looks a lot better groomed.
Now I'm going to remove the hair on top of my cheeks with my trimmer, and I'm going to repeat this on the opposite side. That's looking a lot better already. Now what we need to do is keep these pesky little hairs out of my mouth. They're really short, and this is maybe something that you won't need to do for the first even 6 to 8 weeks. But eventually that mustache is gonna start to overtake those lips. For this part, I usually like to just take my trimmer and just clean my lip line to make sure that when I'm drinking coffee out of a mug, it doesn't go all down my white t-shirt. Also Leute, die meine Videos kennen, wissen ja, dass ich als Experiment jetzt meinen Schnurrbart wachsen lasse und dann da ein Video dazu mache, zu diesem Schnurrbart-Experiment. Und das, was er sagt, das ist eben leider bei mir schon lange der Fall, dass mir die Haare so in den Mund reinfallen im Grunde. Und wenn ich da irgendwo abbeiße, dann beiße ich auch oft auf meine Barthaare. Und das ist schon relativ unangenehm, selbst wenn ich sie auf die Seite kämme. Ein paar Barthaare erwische ich immer. Und deswegen kann ich voll verstehen, wenn man den eben dann hier trimmt. Das habe ich eigentlich auch immer gemacht und so kann man den Schnurrbart auch tragen. Aber wenn man wirklich einen vollen Schnurrbart haben möchte, dann muss man, glaube ich, das ganze Potenzial, das der Schnurrbart hat, züchten. Auch die Haare hier in der Mitte müssen lang werden, damit man sie dann so schön gepflegt auf die Seite legen kann. Und da wäre es natürlich dann nicht von Vorteil, sich die Schnurrbarthaare zu trimmen, sondern da muss man eben über diese Unannehmlichkeit drüber gehen. Ich bin gerade in der Phase und ich bin jetzt echt neidisch auf ihn. Ich würde mir nämlich das auch gerne einfach wegmachen, dann stört es nicht mehr. Aber ich bleibe hart und versuche das Beste aus meinem Schnurrbart zu machen. Now the trick to this line is that it's slightly peaked in the center. You don't want to just come in and hammer a straight line across. What you want to do is you want to angle from the center down towards the corner of your mouth, and again from this side down towards the corner of your mouth. You can do that by taking your trimmer and angling it before you press in to remove those hairs. Now we don't need to do much to the interior at this point, and you can see that as far as beards go, it's looking a whole lot better. Oh. Ja doch, das passt eigentlich auch ganz gut. Hier sogar das Licht jetzt nicht so günstig, aber wir sehen, dass bei ihm eben die Haut durchscheint. Und obwohl er so einen mächtigen Vollbart tragen kann, wenn der Bart so kurz ist, dann scheint bei den meisten die Haut durch. Es gibt natürlich Leute, die so extremen Bartwuchs haben, wo die einzelnen Barthaare so eng beieinander sitzen, dass bei so 4 Wochen wachsen lassen da keine Haut mehr sichtbar ist. Aber das ist wirklich die Ausnahme, dass Leute so massiven Bartwuchs haben. And voila, you've crafted for yourself a fine looking beard. Now if you really want to crisp this up or you want to take this a little sharper, use things like powders or color, go visit your barber. He's going to have great advice on how you're going to be able to make this look sharp on the long term. The last thing you want to do once you've shaved things down to the wood, especially if you've shaved with a straight razor or any kind of a safety razor, is you want to make sure your skincare is on point. For the next little while, you want to make sure that you're using a good moisturizing wash. And for those of you that shave and outline your beard every day, I really suggest using some sort of an aftershave balm. I don't love the idea of using liquid aftershaves when you have facial hair because it tends to dry them out and it actually makes things itchier. Okay, also er gibt jetzt noch ein paar Tipps. Die Hautpflege ist voll wichtig und ja, da sollte man sich natürlich darum kümmern. Ein gesunder Bart braucht auch gesunde Haut und ohne eine gesunden Haut gibt es auch keine gesunden Haare. Also das ist so eine Einheit, die gehört zusammen und deswegen ist ja das Bartöl eben auch sehr stark für die Haut und gar nicht nur so für die Barthaare, sondern eigentlich für die Haut darunter. Also was ich jetzt noch bei dem Bild interessant finde, ist, wir sehen hier jetzt seinen Bart von vorne, wie er jetzt nach 4 Wochen wachsen lassen aussieht. Man merkt, der hat da auch Schwachstellen hier so im Mundbereich, im Unterlippenbereich. Aber wenn er sich den Bart lang wachsen lässt, dann sieht das komplett dicht aus. Und das beobachte ich eben auch bei vielen. Also das ist natürlich cool, wenn man so viele Haare hier oben an der Unterlippe hat zum Beispiel, dass das dann doch zu wird. Meine Lücken sind viel zu groß für sowas und mir wachsen da ja auch keine Barthaare hier unter der Unterlippe, nur hier in der Mitte und das auch leider eher nervig, weil sie in eine Richtung stehen und so. Aber ja, das geht ja heute nicht um meinen Bart. Ich finde, das war ein sehr gutes Video, das hat es sehr klar und schnell erklärt, wie man sich den Bart in Form bringt und wie man da eine Bartlinie reinmacht und das waren sehr gute Tipps. Ja, ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen von diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank für eure Likes, eure Kommentare und eure Abos. Bis dahin. Servus.